Hallo Leute, so wie ihr mitbekommen habt, möchte ich diesen Drucker verlosen. Also lohnt es sich, den Kanal zu abonnieren, alle Videos fleißig zu verfolgen. Die Videos zu dieser Reihe gibt es in der Playlist drin, die heißt aktuell Druckertest. Schaut euch ruhig alle Videos an, da kommt dann auch die Frage, die dann halt dabei wichtig ist. Die Frage werde ich Anfang September stellen und dann wird es im September definitiv ein Live-Video geben, wo dann halt auch die Verlosung stattfindet. Und alle die Leute, die die Frage richtig beantwortet haben, haben natürlich die Möglichkeit und können den Drucker gewinnen. Was wird bei dem Tag der Verlosung passieren? Ich werde am Tag der Verlosung werde ich den Drucker demontieren. Ich muss hier oben ja dann auch noch die Gewindestangen kürzen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich wollte den nicht zweimal auseinanderbauen. Mache ich danach. Ich packe den Drucker dann noch ordnungsgemäß weg. Und super wäre das, wenn der Gewinner von der ganzen Aktion an dem Tag des Live-Videos natürlich dann gleich live wieder mit dabei ist, dass man dann halt direkt zeigen kann, hier pass mal auf, Druckerlabel ist fertig und alles ist schön und geht raus. Sollte der Gewinner in Deutschland unterwegs sein und liegt auf meiner Reiseroute, dann würde ich mich freuen, wenn der Gewinner dazu bereit ist und sagt, ey, wäre eine super coole Idee, wenn du mir den Drucker persönlich vorbeibringst. Mache ich natürlich gerne. Meine Reise nach Deutschland sind die ersten 2 Wochen im Oktober und die geht von Rostock bis hoch nach Tschechien. Und irgendwo dazwischen, falls der Gewinner wohnen sollte, mit einem kleinen Umweg, sagen wir mal so von 150 Kilometer, bin ich gerne dazu bereit, den persönlich vorbeizubringen. Und ja, schaut euch den Rest des Videos an, ist wieder eine Menge passiert. Hallo, heute bei Reinke Druckt geht es wieder um unseren Drucker, den wir hier testen. Und mich hat einer gefragt, bringt das denn hier, was wir hier gemacht haben? Und ich bin ganz ehrlich, das und das wurde mit dem Drucker gedruckt, bevor die Versteifung dran war. Mit voller Druckgeschwindigkeit und. Und da habe ich mir gesagt gehabt, okay, gucken wir mal, liegt es am Modell oder nicht. Dann habe ich dasselbe Modell mit meinem Drucker gedruckt. Da hat er sich irgendwo bloß immer ein bisschen verschoben. Ist nicht so schlimm, aber sah dann ganz anders aus. Was kann man machen, dass es dann nicht so ist? Kitty, was kann man da machen? Und da habe ich dann halt gesagt, okay, ich versteife das Ding. Das war der erste Ansatz gewesen, den ich gemacht hatte. Hat ein bisschen was gebracht gehabt. Die Rolle blieb weiterhin da oben. Kann man theoretisch auch da oben lassen. Aber, jetzt müssen wir ganz kurz mal rausholen. Da war ursprünglich so ein kleiner Filamentrollenhalter mit da oben dran. Ja, er funktioniert aber bei den meisten Rollen dann halt nicht, weil die dann halt hier oben drüber stehen. Und was auch der große Nachteil ist, die Rolle, die hoppt dann immer so ein Stückchen weiter. Ja? Also, was haben wir gemacht? Wir haben einen komplett neuen Filamentrollenhalter gebaut, wo hier oben drauf eine Rolle extra drauf ist, die auf dem Kugellager gelagert ist. Und das heißt, wenn das Ding jetzt hier abrollt, dann geht das Ding komplett geschmeidig und es hopst nicht mehr so doll. Ende vom Lied ist gewesen, ich habe nochmal gedruckt, nur das schmale Röhrchen und seht hier, es sieht wirklich gut aus. Es ist sogar im Fast Printing gedruckt worden, also kann man nicht meckern. Ja, es hat genau denselben Durchmesser, na gut, ein bisschen größer als wie das andere, aber dieselbe Höhe und es hat funktioniert. So, dann habe ich gesagt, naja gut, okay, ich teste den ganzen Spaß noch ein bisschen weiter und habe das Röhrchen verlängert auf eine Höhe von 200 mm. Da gab es zwischendurch dann aber ein Problem. Was genau, seht ihr jetzt hier in dem Video. Inspektor und ich, wir haben ein größeres Problem festgestellt. Und zwar beim Drucken selber hat sich das Material nicht weiter gefördert. Was ist passiert? Hier innen drin hat sich die Schraube gelöst, diese welche da. Und damit ist dann halt auf der Welle nichts mehr mitgelaufen. Das Zahnrad hat sich nicht mehr bewegt. Es wurde kein Material mehr gefördert. Ursache schnell gefunden. Gott sei Dank kein großes Problem. Problem wird auch sehr schnell behoben. Und wenn die Schraube wieder fest ist, dann kommen die 2 Teile wieder drauf geschraubt. Oder das eine Teil. Und dann funktioniert die ganze Sache wieder. Wenn ihr das festschraubt, dann müsst ihr darauf achten, dass das Loch, wo das Filament durchkommt, mit dem dann halt übereinstimmt.
und dass die Madenschraube auf der Planfläche drauf ist. Wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr das nämlich nicht gespannt und es löst sich dann auch wieder. Jetzt habe ich natürlich das Loch nicht getroffen. So. Nochmal kurz prüfen von der Seite. Am besten den Imbusschlüssel kurz reinhalten in das Loch. Und dann seht ihr, ob wir passen. Und ich bin ein kleines Stückchen zu tief noch. Also müsste ich noch ein Stückchen höher. Na komm raus. Den Imbusschlüssel wieder zur Kontrolle in das Loch vorsichtig reingesteckt. Geguckt. Und es passt. Natürlich noch eine letzte Kontrolle, ob das so passt, wie es passen soll. Schieben wir das Filament hier rein. Und er hängt dort fest. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwer, aber es sieht sehr, sehr gut aus, wenn wir uns das hier mal ein bisschen genauer aus der Nähe angucken. Ja, das ist das Ergebnis gewesen. Der Druck hat aufgehört gehabt nach ungefähr 20 Minuten beim Fast Printing und hat nicht die volle 200 mm Höhe erreicht. Nur das Filament halt wurde nicht gefördert. Was ich dagegen gemacht habe, habt ihr gerade gesehen. Danach habe ich das noch ein zweites Mal gedruckt. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Dieses Teil hier mit einer Geschwindigkeit von 120 mm die Sekunde. Und da sieht es dann schon sehr, sehr gut aus. Also selbst hier sah es schon gut aus, bloß da hat man dann halt hier unten ein paar Riefen, so wie wir sie hier auch drin haben. Bloß bei 120 mm sah es dann halt wirklich schon sehr gut aus. Dann habe ich dasselbe Teil nochmal gedruckt mit 60 mm die Sekunde. Sah noch viel besser aus. Dann habe ich dasselbe Teil nochmal gedruckt und jetzt, ich kann es echt nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Das Ding kam dann so vom Drucker runter, aber der Druck selber sieht sehr gut aus. Was da passiert ist, habe ich nicht nachvollziehen können. Ich habe leider keine Kamera mit dabei gehabt und kann letztendlich nicht sagen, was hat der Drucker dort gemacht. Das ist das gewesen. Dann habe ich gesagt gehabt, ich werde anfangen, Materialien zu testen. Ja? Und habe ich natürlich auch gemacht. Das erste, was ich getestet habe, war schreibe ich unten gleich in die Kommentare unten mit rein. Wie heißt das Zeug? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Habe diesen Becher gedruckt und funktioniert recht gut mit diesem Drucker. Dann habe ich im vorhergehenden Video PLA, auch diesen Becher hier, ging auch ganz gut. Dann habe ich gesagt, ich möchte auch ein bisschen abweichen von dem, was der Hersteller schreibt. Und habe Polypropylen gedruckt. Polypropylen ist ein Material, das lässt sich eigentlich relativ gut drucken, ist etwas flexibel, es ist auch geschmeidig. Und für mich war es das erste Mal auch gewesen, dass ich es gedruckt habe. Und das erste Stück sah so aus. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe komplett auf das vertraut, was letztendlich irgendwo auf der Verpackung nur drauf stand, was der Hersteller hat. Also als ich dann halt mit meinem Dealer dann halt telefoniert habe, hat er gesagt gehabt, da ist eine Fehlinformation auf der Verpackung drauf und habe es dann halt dementsprechend korrigiert und angepasst. Was habe ich korrigiert und angepasst? Die Druckbetttemperatur. Ja, und mehr habe ich nicht gemacht. Und seht hier, das ist das Ergebnis. Also der Drucker druckt auch Polypropylen. Ja, und ja, jetzt kommt natürlich von eurer Seite die Frage zu mir, gibt es Unterschiede zwischen dem, was vorher war und dem, was jetzt ist? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, gibt es. Ich habe zuerst hier oben eine zu kleine Rolle gedruckt gehabt, musste deshalb letztendlich das TPU, ja, TPU haben wir auch gedruckt, haben wir fast vergessen zu erwähnen, und musste das TPU-Röhrchen hier nochmal aufschneiden und habe es dann erstmal um die Rolle gelegt. Und da war hier unten ein Spalt gewesen von 1 mm. Wollte ich so nicht stehen lassen, weil derjenige, der den Drucker gewinnt, der soll es dann natürlich vernünftig bekommen. Habe das Ding trotz alledem da oben drauf gepackt gehabt. Wenn man die Oberfläche sich jetzt hier anguckt, die ist ein bisschen rau. Guckt man sich die Oberfläche von dem Röhrchen hier oben an, Foto kommt halt wieder mit rein, dann sieht es komplett anders aus. Ja? Und
Es macht eine ganze Menge. Mit anderen Worten, das, was an Vibration an dem Drucker ist, haben wir aufs Maximale minimiert. Ja, jetzt hier auf dem Tisch drucken ist eine Sache, ist klar, macht man nicht, weil der wackelt so oder so ein bisschen. Ist auch nicht der Tisch, wo der Drucker letztendlich stand zum Testen. Aber im Großen und Ganzen kann ich jetzt sagen, man kann mit dem Drucker drucken, ohne Probleme. ABS, PLA, TPU, Polypropylen und, fällt mir wieder nicht ein, schreibe ich unten wieder dazu. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Drucker, haut die ruhig raus. Ich werde weiterhin noch ein bisschen testen. Bin jetzt noch dabei oder möchte jetzt noch einen Filamentrollenhalter konstruieren, den man neben den Drucker stellen kann, um letztendlich wirklich, falls hier oben noch Schwingungen entstehen sollten, dass die dann halt komplett vom Drucker weggeführt werden. Also das kommt noch. Und ja, ansonsten, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier die Nuten zugemacht. Falls man das nicht haben möchte, ist ja auch ein kleines Loch drin, wo man ohne Probleme eine M3-Schraube reinschrauben kann. Dann kann man die dann ganz leicht wieder ausfuddeln. Der große Vorteil, wenn sie jetzt hier verschlossen sind, viele, die einen Drucker haben, da drinnen sammelt sich immer Dreck. Und das habe ich jetzt gebunden. Jetzt werde ich natürlich noch gucken, dass ich hier für hier vorne noch was mache und genauso auch ein Stückchen für hier hinten, dass es dann halt komplett geschlossen ist. Und ja, was wird noch passieren? Erstmal gar nichts weiter. Das nächste, was, also das wird dann halt sein, halt wirklich der Filamentrollenhalter, der außerhalb ist. Und der Sheriff, der hier ist, der ist zurzeit nur am Futtern aus der Hand raus. Aber ne, Kontrolle ist auch wichtig, macht er auch gerne hier. Und wir sehen uns halt wieder beim nächsten. Ich sage schon mal ciao und wünsche was. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.